Guten Morgen, liebe Leute. Wir sind jetzt bei El Carril abgebogen, rechts weggebogen in die Berge wieder. Wir waren 2 Tage in Salta, haben da ein bisschen auf Tourist gemacht, uns nochmal erholt, Kopfschmerzen auskuriert, hoffen, dass das jetzt besser kommt mit der Höhe. Wir sind jetzt auf 1200 Meter und wir fahren hoch hinaus. Der Plan ist, ich rechne mal 3700 Höhenmeter in den nächsten 5 Stunden etwa. Also es geht auf knapp 5000 Meter hoch. Der höchste Pass, man sagt in den Anden, wobei Stichstraßen gibt es welche, die höher hinausgehen. Aber es soll hoch hinaus auf den Abra del Acay gehen. 4895 Meter. Da würde ich jetzt gerne Itchy Boots fragen oder irgend sonst gelogen. Ja, die Polizei hat uns jetzt erwischt. Yes, man! Meine letzten Kurven. Mir war kurze Zeit ein bisschen schwindelig. 4600 Meter. Es geht auf knapp 5000 Meter hoch. Der höchste Pass. Und es ist grün hier unten, wie ihr seht, ein wunderschönes Tal, üppiges Grün, und das wird sich ändern. Wir werden verschiedene Vegetationsstufen sehen da hoch. Ich hoffe, wir werden etwas sehen, weil es ist doch bewölkt in den Bergen drin. Es ist eigentlich nicht wirklich Regen angesagt, also ein paar Tropfen. Ja, schauen wir mal, aber das hier fühlt sich irgendwie nach, ich weiß nicht, Frankreich oder so an. Das ist eine richtig hübsche Straße, irgendwie, die könnte auch in Europa sein. Also ich bin ja nicht deshalb hier in Südamerika. Aber so zur Abwechslung mal. Allerdings weiß ich auch, dass diese Straße gesperrt war vor einem Jahr oder ja, etwa so. Da waren heftige Regenfälle hier in der Gegend. Da war der Abra del Acay gesperrt, da war diese Straße gesperrt, also die Leute vom Tal da hinten, wo wir jetzt reinfahren dann, Gachi, Bayogasta, die konnten eigentlich das Tal nur via Cafajate 120 Kilometer südlich erreichen. Das ist schon speziell. Und es hat Wasser hier, also das ist nicht so trocken wie wahrscheinlich in anderen Jahren. Wunderhübsch. Hier sieht es gerade eben noch grün aus, dazwischen, da waren jetzt doch ein paar Stellen, da war eigentlich kahl, wie da vorne, nur mit Kakteen. Wir haben jetzt 1000 Meter an Höhe gewonnen, sind jetzt auf 2200. Eine schöne Straße hier durch dieses Tal hoch, man steigt unmerklich, aber stetig. Und es sind jetzt noch 21 Grad, so langsam wird es ein bisschen frischer. In Salta, da waren es feuchte 25 Grad. Ja, und ich befürchte, dass wir da wieder irgendwie in so eine Wolke reinfahren, dass das dann wieder so wird wie auf der Cuesta de Lipan hinunter nach Purmamarca. Von Susques hinunter nach Purmamarca.
Das war dann schon übel bei 9 Grad, Sichtweiten von 10 Metern oder so. Möchte ich eigentlich nicht. Wehe, ihr spuckt mich an. Seit ein paar Kilometern nun ist die Straße nicht mehr befestigt. Ich bin ein bisschen überrascht. Ich hatte die ja schon mal gefahren mit dem Auto mit ein paar Kollegen. Ich dachte, das wäre bis bei Augusta alles asphaltiert. Ich weiß, dass die andere Seite vom Pass garantiert asphaltiert ist. Hier konnte ich mich nicht mehr erinnern, dass das Ripio ist. Allerdings ist es sehr feiner Ripio. Also, man wird nicht so super übel durchgeschüttelt oder die Spurrinnen sind auch nicht wirklich, oder gibt es fast beinahe keine. Nicht so viel Staub, der aufgewirbelt wird. Es sind noch 16 Grad. Wir haben kurz ein bisschen Reißverschlüsse zugemacht, ein bisschen auf Kälte eingestellt. Aber die Quecksilbersäure, die sinkt. Jetzt sind wir auf 2,7, also es geht noch 1000 Meter hoch. Nach europäischer Richtung wären das 10 Grad. Hier verhält sich das schon ein bisschen anders. Es ist schon eine hübsche Passstraße hier hoch. Wir haben jetzt, uns fehlen noch 800, 900 Meter, Höhenmeter. Wir haben jetzt doch auf Winter umgestellt. Jetzt wird es ein bisschen grober hier. Zum ersten Mal. Nicht mehr ganz so eine feine Kiesstraße. Eine hübsche Aussicht hier. Es ist ja schon ziemlich speziell, diese Stimmung mit den tief hängenden Wolken. Ja, jetzt sind wir definitiv an der Wolkengrenze angelangt, bei 3082 Metern. Ja, jetzt schauen wir mal, wie nass und kalt das wird. Im Moment ist es 12 Grad. Gucken wir mal. Beim letzten Mal waren es dann 9 Grad oben, oder 10. Aber ich gehe sehr stark davon aus, dass es auf der anderen Seite Sonnenschein ist. Ja, ich glaube, man kann erkennen, dass man bald nichts mehr erkennen kann. Okay, dann lasse ich das jetzt damit Filmerei. So, kurz nach der Passhöhe ist es schon wieder viel heller. Man sieht jetzt noch, wie die Wolken hier rüber gedrückt werden. Aber da drüben sieht man schon wieder Sonne in die Richtung, die wir fahren. Es geht jetzt hinunter nach Paio Augusta. Es ist jetzt 13 Grad, aber ich denke, es wird dann bald auch ein bisschen wärmer. Ich hatte mich geirrt, der Pass, der war 3,450, nicht 3,750, also nicht ganz so hoch hinaus. Der war auch wieder asphaltiert, 3-4 Kilometer vor der Passhöhe. Und jetzt geht's hier zügig geradeaus nach Paio Augusta. Das ist schon eine spezielle Stimmung. Und ich bin gespannt, wie warm es da unten ist. Genau eine Kurve weiter. Und es sieht schon wieder anders aus. Es ist geil. Hübsches, kurvigeres Stückchen. Mal schauen, was uns dieser Mirador, dieser Ausblickspunkt bietet. Endlose Gerade. Schauen wir mal, wir sind bei 81 Kilometern.
da drüben, da drücken die Wolken drüber. Millionen von Kakteen. Ja, die Polizei hat uns jetzt erwischt. Wir werden eskortiert in den Ort Bayogasta. So kann's gehen. Alles Blödsinn. Benny hat auf seiner Tenere eine Schraube verloren vor dem Handgriff. Und die Polizei bringt uns jetzt zu einem Motorradmechaniker hier in Bayogasta. So, nach dem kleinen Intermezzo mit der Schraubensuche oder Polizeiführung zur Schraubenfindung in die Werkstatt bei Bayogasta sind wir jetzt ein ganzes Stück geradeaus. Da ist eine Baustelle, teilweise war das jetzt schon asphaltiert, Richtung La Poma. Und jetzt geht es hier ein bisschen kurviger da ins Land rein. Wir haben eben noch 2 Katalanen getroffen, die sind unterwegs von Lima nach Ushuaia und wieder zurück nach Lima. Die meinten, da oben, das wäre alles gut zu fahren. Allerdings waren die jetzt 5 Stunden unterwegs. Ich finde, das ist ein bisschen sehr viel für, was sind das noch, 80 Kilometer Offroad, vielleicht Maximum 90. Ich finde das dann doch recht viel. Aber sie meinte, es wäre alles gut zu fahren. Also von dem her. Und der Typ da von der Motorradwerkstatt, der meinte eigentlich, wäre auch alles easy zu fahren, aber man solle schauen, es sei so ein bisschen Ultimo und sollte dann schon in 3 Stunden da oben sein, weil es sonst neblig oder bewölkt wird und dann, wie eben beim Pass, die Sicht ganz schlecht. Also ich mag mich auch erinnern, dass die Piste eher so war, als eine Autobahn wie davor, so eine weite, breite Ripio-Piste. So kommt man natürlich, was habe ich jetzt, ein 30er wahrscheinlich im Schnitt. Ja, dann braucht man schon seine 3 Stunden. Oder? So langsam sieht das da hinten auch wie Berge aus, wie ein Pass. Wir sind jetzt wahrscheinlich 70 Kilometer in das Tal reingefahren. Es scheint flach, aber wir haben doch irgendwie wahrscheinlich 800 Höhenmeter gemacht auf den 70 Kilometern. Also nicht viel, aber doch. Bisher war das ja streckenweise okay. Kurze, schöne Abschnitte, aber sehr oft eher langweilig. Jetzt auch relativ heiß mit 30 Grad. Wir sind jetzt in El Saladillo und fahren nordwärts über den Abra del Acay, den höchsten durchgehenden Pass in den Anden, so sagt man. Ja, und jetzt hat man das Gefühl, jetzt beginnt es dann zu steigen. Schauen wir mal, was da auf uns wartet. Oh, doch ein bisschen aufpassen, weil ich hinfahre. Nicht zu fest in der Weltgeschichte rumschauen. Ja, aber das sieht jetzt fantastisch aus.
Sehr hübsch. Ja, ist doch ein bisschen Wasser da drin im Fluss. Den werden wir, man sagte mir, 5-mal queren müssen. Haben wir, glaube ich, noch nicht. Wir haben schon 2, 3 Wasserstellen gequert, aber das waren irgendwie Seiten oder Bäche, die da von den Bergen rechts runtergekommen sind. Haben wir die erste Wasserdurchfahrt. Opala. Eigentlich wollte ich jetzt eben erzählen, dass wir auf 3520 sind. Das heißt schon beinahe 100 Meter höher als der letzte Pass, der asphaltiert hochging. Dort waren es oben 13 Grad. Hier sind es immer noch 25. Es ist extrem warm. Dann schauen wir mal, wie der Benny das macht. Okay, versuche ich jetzt nachzumachen. Das ist schon tiefer als beim letzten Mal. Ah, 2 von 5. Taugen meine Bremsen wieder, weil die waren im Sand, da hatte ich da unten im Tal in der schmalsten Kurve beinahe einen Frontalcrash mit dem Auto. Die Vorderbremse, die war dermaßen eingestaubt, die zog erstmal nichts, eine Sekunde lang, und dann war es beinahe zu spät, hat gerade noch gereicht. Ist jetzt ein bisschen weich hier. Ui. Sehr weich hier. Uff. Und was echt schwierig ist an der V-Strom, ich habe keine Offroad-Fußrasten, die sind gummiert und nach jeder Flussdurchfahrt rutsche ich hier beinahe ab den Rasten. Eine weitere Herausforderung. Wir sind auf 3,6 und langsam bekomme ich also ein Könner. Und wenn ich richtig gezählt habe, müsste das jetzt die letzte Durchfahrt sein. Welche Seite nehmen wir? Da ist ein größerer Stein, machen wir trotzdem. Ja. Nehmen wir gleich ein bisschen Soft danach. Und das müsste es dann, glaube ich, auch gewesen sein, so wie ich mich erinnern kann. Und jetzt sieht man dann auch die Wand, die da vorne hochgeht.
Mein Atem ist doch, also ich bin ein bisschen kurzatmiger geworden. 3,8 jetzt. Hello. Ja, ich mag mich auch noch an den Bauernhof erinnern. An dem sind wir noch nicht vorbei. Genau an diese Felsen, da mag ich mich erinnern. Und dann kommt gleich dann der Bauernhof. Ah, die Farben. Ich weiß nicht, was das so macht, ob da das Wasser ätzend ist. Ach, ich bin so fasziniert von diesen Farben, auch wenn jetzt gerade die Sonne nicht scheint. Da würde ich jetzt gerne Itchy Boots fragen oder irgend sonst einen Geologen, was da alles in diesen Gesteinen für Metalle drin sind. So, da haben wir die erste Kehre. Bin ich ja mal gespannt. Wow, es ist einfach schön, auch wenn es so bedeckt ist. Ah, einfach schön, einfach schön. Ach Gott. So, noch 600 Höhenmeter, doch noch ein bisschen mehr als gedacht. Ich dachte, das ging jetzt noch irgendwie 2 Kilometer bis zur Passhöhe. Dann sind es wohl doch noch ein bisschen mehr. Ja, ist eigentlich schade, wurde die Piste gemacht. Das war echt was super Hübsches damals, so eine schmale Straße. Nicht allzu schotterig, aber ja. Ei. Diese Haarnadelkurven, vielleicht waren das diese, die damals so schotterig waren. Das werden wir gleich herausfinden, aber ich gehe jetzt wieder nicht davon aus, weil es ja gegradet wurde. Ahnung, irgendwie geht mir linksrum besser stehend als rechtsrum. Genau, keine Ahnung.
4600 Meter, noch 300. Und hier wird es erstmal so ein bisschen knifflig. Ja, und die V-Strom, die braucht jetzt Drehzahl. Sobald sie Drehzahl hat, geht das rackzack. Da um die Ecke und dann müsste dann die Passhöhe sichtbar sein. Da oben haben wir sie. Aber der Lackei. Die Spitze ist auch nicht in Nebel oder Wolken gehüllt. Was für ein Glück. Ein paar Kehren haben wir noch. 4600 Meter und wir haben 20 Grad. Oder sagen wir mal, das Motorrad, die Temperaturanzeige des Motorrads sagt 20 Grad. Meine letzten Kurven sind nicht meine letzten, aber gemäß GPS 4900, aber das stimmt das GPS nicht. Wobei es gibt gewisse Angaben, die sagen, der wäre 4995, dann ist aber korrigiert worden auf 4895. Das heißt, das Garmin stimmt nicht. Okay, anyway, wir haben es gleich geschafft. Ich bin jetzt noch in den letzten 100 Höhenmetern ziemlich außer Atem gekommen. Also, mir war kurze Zeit ein bisschen schwindelig. Dann musste ich einfach ein bisschen langsamer fahren, zurückschrauben im Tempo. Also vor allem die sandigen Passagen, die lassen mich außer Atem kommen. Und das ist jetzt die letzte Kehre vor der Passhöhe des Abra de Laca. Und die werden wir jetzt nicht irgendwie in den Sand setzen. Da steht schon einer. In kurzen Hosen. Okay, es ist jetzt im Moment zeigt es 17 Grad, aber ja. Yes, man! Yes! Und dieser Fuchs da drüben, der ist überhaupt nicht Joy. Runter geht's vom Abra de Laca, dem höchsten Pass, der in den anderen durchgehend befahrbar ist. Da angeschrieben stand 4895, so ist es eigentlich auch in den meisten Dokumenten. Bei mir die Höhe sagt jetzt 4837 oder so, GPS-Höhe 4970, keine Ahnung, was da der Unterschied ist. Jetzt geht's runter nach San Antonio und dann, ja, schauen wir mal die nächsten Tage. Ah, schön, schön. Bisschen viel Wind jetzt gerade, aber in diese Richtung da hinten geht's die nächsten Tage. Ah, wie schön. Immer wieder Ausblicke genießen, es ist einfach wow.
Ja, die Kehren, die sind nicht so geil. Machen wir das schön behutsam. Die sehe ich nicht mehr so scharf, keine Ahnung. Liegt das an der Höhe? Das ist hier ein bisschen sandig, ja. Oh, oh, oh. Ja, und dann kommt da noch der Wind dazu, das ist schon so schön. Ich hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei und freue mich über jedes Like und jedes Abo. Oh, ich bin am Staub fressen. Es geschehen Wunder.